bin James Gregory Atkinson und bildender Künstler aus Frankfurt. Hallo James, ich freue mich wahnsinnig, dass wir zusammensitzen, direkt am Main. Du bist in Bad Nauheim geboren, was hier um die Ecke liegt. Und ich glaube, diese Verbindung zu Frankfurt hat bei dir ja auch eine ganz besondere Bedeutung, auch für deine künstlerische Tätigkeit, dein Hintergrund, dein familiärer Hintergrund. Vielleicht könntest du da noch ein bisschen... Also ich bin Deutsch-Afroamerikaner, mein Vater war hier als Soldat stationiert. Afroamerikaner wissen viele nicht, waren maßgeblich an der Entnazifizierung in Deutschland beteiligt und wurden aber sozusagen in dem Heimatland selbst unterdrückt, ne? Also in den USA. Und das ist halt so ein bisschen so verrückt, ne? Weil man kommt hierher, bekämpft die Nazis sozusagen, aber wird in Amerika sozusagen noch segregiert, unterdrückt und also es gibt da ganz viele Sachen, wie ich mich sozusagen in der afroamerikanischen Geschichte verorten kann, aber auch in der deutschen Geschichte. Was ich extrem interessant finde an deinem Ansatz zu den Filmarbeiten und auch Installationen, dass du sagst, der Mangel, das Fehlen der Sichtbarkeit schwarzer Geschichte, schwarzer Kultur, hat mich dazu gebracht, eben alternative Archive zu gründen oder überhaupt diesen Blick darauf zu werfen. Und was ich jetzt gerade bei The Day I Stopped Kissing My Father interessant finde, dass dann im Endeffekt du diesen Mangel oder diese Lücke sichtbar machst mit einem schwarzen, unglaublich hübschen Hahn, der durch diesen Raum stolziert und dann natürlich auf der einen Seite überhaupt deplatziert wirkt. Er stolziert, aber er ist auch aufgeregt. Also man sieht, wie er Suffocate, wie er selbst hechelt. Genau, weil er ja verschlungen wird von dieser riesigen, nahezu faschistischen Architektur eben, in der er sich nicht wiederfinden kann. Und das war für mich so ein bisschen symbolisch für schwarze Menschen. Man bekommt so Zuschreibungen, so Außenzuschreibungen eben, in denen man sich selbst nicht wiederfindet. Ne? Und deswegen ist es für mich auch wichtig gewesen, eben das Narrativ zu kontrollieren und dass wir als schwarze Menschen, als schwarze Kulturproduzenten eben dieses Narrativ schreiben, aber auch kontrollieren können, weil es sonst fremdbestimmt ist und weil wir sonst kontrollierbar sind sozusagen. Also wir werden sozusagen an einem Ort festgehalten, an dem wir vielleicht nicht sein möchten. Ja, und auch die Zuschreibung zur Körperlichkeit. Genau. Ne? Also und groß, der schwarze muskulös, Hahn natürlich, genau, also Power, ist natürlich in dem Sinne, klar, also sexually connotated, also sexuell konnotiert, weil eben es spielt halt mit diesem Fetischaspekt, ne? Mit diesem Fetischaspekt des schwarzen Körpers und dieser Zuschreibung eben, dieser Verunmenschlichung so, und dieser eben Triebhaftigkeit, aber auch dieser um eben dieses Narrativ zu kontrollieren, ja, und eben zu diffamieren. Ne? Gerade der Gesang von Aya Simone, der einen unglaublich betört. Das liegt natürlich auch an dem Harfespiel. Und ich habe dann auch gedacht, ja, es ist natürlich dann auch die Setzung, dass eine schwarze Frau singt, eine schwarze Frau wiederum ein klassisches Instrument spielt, was man gar nicht unbedingt natürlich immer mit weißen Menschen in Verbindung sieht. Aber in Detroit sieht man auch, ne? also es gibt eine lange Geschichte eben von schwarzen klassischen Musikern und die eben sozusagen dieses klassische Instrument nehmen, diese klassische Spielart und es einfach in was Eigenes verwandeln, weil also wir haben halt auch viele Geschichten. Ne? Wir haben also auch die nicht in dem klassischen westlichen Sinne sozusagen in einem Archiv oder in einer Bibliothek sich wiederfinden lassen, sondern die durch Oral Histories übertragen werden, die durch performative Histories sozusagen oder die gar nicht ihren Platz finden durch Ausschluss eben einer Dominanzgesellschaft
in diesen Archiven, in diesen offiziellen Archiven. Und für ein schwarzes, queeres Archiv erscheint es fast nahezu eine Unmöglichkeit, ne? Sich in so einem offiziellen Archiv wiederzufinden. In diesem Film sieht man die Sicherheitskameras, die in dem Raum sich an mehreren Ecken befinden. Und dann sieht man wiederum den Hahn, das Auge, der Kopf, der sich bewegt. Und das fand ich ganz interessant, dass es auch nochmal um es geht auch um die Surveillance die sozusagen Bewachung des schwarzen Körpers in der Tradition der amerikanischen Geschichte. Ne? Die fängt einfach so von der Sklaverei an, von der Feldarbeit sozusagen mit den Aufsehern, Kolonialismus sozusagen, Jim Crow, Amerika. Es gibt immer, also auch mit der Polizeigewalt eben, und da sehen wir auch immer wieder diese Surveillance sozusagen, als ob der schwarze Körper als was bestimmt ist, das immer überwacht werden muss, das immer gemaßregelt und kontrolliert. Und das ist aber direkt, und das fand ich mit dem weißen Menschen, also mit dem weißen Mann, Frau in Verbindung monumental da im Hintergrund ist und sozusagen alle Fäden der Welt zieht. Ne? So diese ganzen Errungenschaften, ja. Genau. Hast du deinen Vater denn wieder geküsst? Mir ging es eigentlich darum, sozusagen dieses Alter zu bestimmen, the day I stopped kissing my father, wann ist es nicht mehr okay für Männer, ihre Väter zu küssen. Ne? Also wann fängt das sozusagen an, weil der Hahn befindet sich in der Pubertät sozusagen, ne? Der ist ein Heranwachsender, haben wir ja schon drüber gesprochen, Adolescence, genau, und wann ist es nicht mehr okay für Männer, sich gegenseitig zu küssen, sich Liebe zu zeigen, was halt auch super wichtig ist. Ne? Yes, bitch. Das Detroit Archive ist ja jetzt auch noch ein Film, der auch eben sich direkt an diesen Film anschließt und auch dort entstanden ist. Das ist ja quasi dann der unmittelbare Versuch zu sagen, hier ist mein alternatives Archiv. Und für mich war es aber auch eine Möglichkeit, sozusagen sich selber in einer Geschichte einzuschreiben und selbst eben ein Narrativ zu kreieren sozusagen. Ich war selber für die Produktion des Films irgendwie 3 Monate in Detroit und das ist so ein Zusammenschluss von meinem gesammelten Material, was ich sozusagen gesammelt und gefilmt habe, aber auch was andere Menschen mir zur Verfügung gestellt haben. Und ja, es war so ein Versuch sozusagen, ein eigenes Archiv zu kreieren. Ne? Ich fand es ganz interessant, dass also Personen aus der Ballroom-Scene in Detroit dir ihre Sequenzen schicken von besonderen Moves. Und das fand ich dann auch wieder so interessant, was du auch gerade eben sagtest. Es gibt ja auch Formen von Narrativ, Formen von Kultur, die man jetzt nicht verschriftlicht, sondern Sprache als Körper, Bewegung als Körper. Und das anzusetzen, also unter diesem Aspekt natürlich Detroit Archive, den Film zu verstehen und auch zu sehen. Also das war vielleicht auch der Ausgangspunkt sozusagen, dass mein Körper schon allein eben diese zwei kontrastierenden, aber auch sehr starken Geschichten irgendwie so enthält. Des Nationalsozialismus auf der einen Seite, aber auch des Civil Rights Movements auf der anderen Seite. Mir war es halt wichtig, so ein intersektionales Archiv zu kreieren, wo man sozusagen die Vielstimmigkeit von Blackness eben sozusagen zeigen kann, widerspiegeln kann und die Möglichkeiten, die daraus entstehen können, für wenn man eben so zusammenkommt.